Oh hey! Random. Meine fucking Güte, klein Timmy. Kannst du mich ein fucking Mal in Ruhe lassen? Aber random. Du hast mir doch gesagt, ich soll dich erinnern, dass du immer in jedem Monat mindestens ein Gaming-Video herausholen solltest. Und weißt du, was du vergessen hast im Februar? Was, klein Timmy? Was? Ein Gaming-Video. Oh, fuck. Da sollte ich etwa lieber schnell nachholen. Und was wäre etwa am besten, beziehungsweise am passesten, als etwa ein Mario-Game, da immerhin etwa bald so etwa ein neuer Mario-Film kommt, der hoffentlich etwa deutlich besser und deutlich unterhaltsamer ist als der originale Live-Action-Film. Ja, es gab einen Live-Action-Film und die meisten versuchen ihn zu verdrängen. Ich natürlich auch. Aber wir können das nicht verdrängen. Irgendwann wird es hunderte Videos, hunderte Dokumentationen geben, die etwa diesen Film erwähnen. Aber anyway, kommen wir doch mal zum Thema. Zwar habe ich diese Regel nie erwähnt, aber persönlich habe ich mir immer das zur Regel gemacht, meistens Games zu holen, die Review, die eher weniger so besprochen worden sind oder weniger so wirklich Reviews gekriegt haben oder was Neues etwa dazu enden kann. Natürlich kann ich das nicht immer und natürlich wurde jedes Game bestimmt einmal oder zweimal besprochen, aber ich versuche eher mehr die kleineren Titel zu holen, kein Ocarina of Time, kein Mario 64 oder Super Mario Galaxy. Auch wenn ich Mario Galaxy bis zu Ende liebe und auch sowas wie Majora's Mask, da bin ich auch eher hesitant dazu irgendwas zu machen. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich eine wirklich gute Idee habe, die wirklich originell ist, aber bis dahin eher weniger. Also reden wir doch mal über ein Mario-Game, was ich jetzt wirklich untersetzt halte. Und zwar Super Mario Sunshine. Und Super Mario Sunshine hat halt wirklich bad luck. Denn nicht nur erschienes Wissen, zwei der wohl beliebtesten 3D-Marios, beziehungsweise beliebtesten Marios aller Zeiten, Super Mario 64 und Super Mario Galaxy. Und ich meine, diese zwei Games haben so viel Nostalgie für viele Leute, sind so beliebt, sind so revolutionär für viele. Und natürlich ist etwa Mario Galaxy 1 ein fucking Meisterwerk. Aber meine Güte, da kann man etwas schon vergessen, dass sowas wie Sunshine jemals existiert hat. Das ist dasselbe wie mit Zelda, wo wir etwa Twilight Princess und Breath of the Wild gekriegt haben. Und etwa in der Mitte das wundervolle und sehr untersetzte Skyward Sword, wozu ich natürlich auch eine Review gemacht habe. Aber warum ich etwa denke, dass Super Mario Sunshine so viel mehr Liebe verdient und warum es natürlich auch, wenn es etwa Fehler hat, definitiv ein wirklich fantastisches Game ist, was etwa einen weiteren Blick etwa wirklich wert ist, erfahrt ihr in diesem Video. Also Film ab. Kommen wir doch mal zur Story, denn ja, dieses Mario Game hat wirklich etwa eine Story, die definitiv größer ist als einfach nur, die Prinzessin wird entführt. Mario muss etwa sie retten. Mario rettet sie. Bowser stirbt. Bowser kommt dann irgendwann zurück wieder. Der End. Hier haben wir wirklich eher mehr Story. Natürlich hat man mit Galaxy dieses Story-Format wirklich perfektioniert, dass es nicht nur zu viel Story ist, aber genügend Story ist, dass man etwa das wirklich als Story bezeichnen kann. Aber auch so etwa bei Sunshine hat man eine nette kleine Stories mit ein paar netten Twists und Turns. So haben wir etwa Mario, der etwa mit Peach etwa auf einen Urlaub geht auf Delfino Island. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen und nicht den Namen gebutzert. Und hey, wer könnte das gedacht haben, aber Mario wird einfach fucking verhaftet. Ja, Mario wird einfach fucking verhaftet. Meine Güte, wer auch immer hinter diesem Plan steckt, hat wirklich mal einen guten Plan gemacht, um etwa Peach zu entführen. Und andererseits in den vorherigen Teilen, Spoiler-Alarm, falls ihr das nicht etwa hören wollt und noch nie etwa was von diesen Twists gehört habt, von Sunshine, der böse Mario, der Sudden Mario, ist in Wahrheit nicht Bowser oder ein Handlanger. Nein, es ist fucking Bowser Jr. Das Debüt von Bowser Jr. hatte er in diesem Teil und heutzutage kann man etwa Bowser Jr. nicht wegdenken. Kaum zu glauben, dass wir etwa sowas wie Baby Bowser gehabt haben, bevor Bowser Jr. Auch wenn das natürlich zwei verschiedene Charaktere sind. Einer ist die Baby-Version von Bowser und der andere ist etwa Bowsers fucking Sohn. Wer auch immer die Mutter ist, ich müsste wirklich wissen, wer die Mutter ist. Und warum entführte etwa Bowser Jr. Prinzessin Peach? Natürlich, weil er denkt, es wäre seine Mutter. Ich bin wirklich witzig, wie etwa Peach einfach reagiert mit Ich und Mama? Bin ich seine Mama? Statt etwa ich als Mama von ihm? Nein, ich habe nie etwa Bowser ein wenig geholfen. Es ist wirklich amüsant und da könnte man sich hinterfragen. Was hat etwa Peach gemacht, während Mario etwa nicht zugeguckt hat? Was hast du gemacht, Peach? Aber kommen wir doch mal zu einem anderen Faktor, und zwar das Setting. Andere Mario-Spiele, wo wir etwa grandiose Settings hatten mit Galaxy, was klassisches mit 64, ein Mix von klassischen und neueren mit Odyssey und etwa wieder klassische mit 3D World und 3D Land, haben wir hier etwa ein wirklich besonderes Setting. Und zwar eine tropische Island für das Urlaub-Feeling. Und dieses Urlaub-Feeling kommt wirklich verdammt gut rüber. Man könnte mal schon fast sagen, fucking gut rüber. Und meine Güte, ich werde niemals Nintendo verstehen, warum sie niemals jetzt für Sunshine ein Remake gegeben hat. Und dazu kommt ja auch später. Aber meine Güte, dieses Setting wäre wundervoll einfach nur. Und das ist auch schon mittlerweile sehr wundervoll. Man muss mal auch sehr hoch loben, wie stark etwa der Sprung von der GameCube und der N64
es war. Ich meine, früher sah etwa Mario so aus in 3D. Und jetzt sieht Mario so aus wie sein aktuelleres Counterpart. Man darf mal ja auch nicht vergessen, dass Sunshine einer der ersten Games war, wo etwa Mario in seiner aktuellen, sehr bekannten 3D-Form zum ersten Mal gesehen worden ist, beziehungsweise spielbar auch war. Das Setting ist wirklich was Besonderes und wirklich etwa einfach nur lobenswert, meiner Meinung nach. Und es ist irgendwie schade, dass etwa wenige Leute wirklich dieses Setting oft loben. Natürlich hat es etwa einen Platz in Mario Kart und in auch anderen Spin-off-Teilen bestimmt, aber so oft lobt sich für dieses Setting definitiv nicht. Was einfach nur schade ist. Und auch wenn es etwa nicht exklusiv zu diesem Game ist, der Starting Screen hat wirklich Charme. Denn anders als heutige Starting Screens hatte man etwa früher solche kreativen kleinen Starting Screens, wo man auch etwa was machen konnte. Meine Güte, ich vermisse das so fucking sehr. Warum machen das etwa die heutigen Menüs nicht und sind da eher mehr langweilig? Auch mit DVDs und so weiter, mit Home Media Releases, da hatten wir etwa früher mehr kreative Menüs und es ist einfach nur schade, dass etwa die wirklich gegangen sind, sowohl bei Home Media, DVDs oder auch etwa Videospielen. Auch eine Sache, die etwa sehr stark mit den Settings zu tun hat, beziehungsweise zusammenhängt, wäre die Oberwelt. Die Oberwelt von Sunshine ist einer der besten von ganz Mario. Zwar ist sie nicht so atmosphärisch wie zum Beispiel bei Galaxy, mit zahlreichen wundervollen Planeten und einer wundervollen schwarz-blauen Galaxie, aber dennoch ist das eine sehr lebendige und dafür kann ich dir einfach nur loben. Es ist eine Welt, die sich wirklich echt anfühlt. Anders als andere Plattformer bzw. 3D-Teile der Mario-Reihe hat man nicht etwa solche Dinge, wo man sich etwa hinterfragen muss, wie echt ist diese Welt. Nein, man hat mal etwa Charaktere bzw. NPCs, die sich echt fühlen. Ein Restesystem, was man wirklich hinterfragen kann. Ich meine Güte, das ist kein gutes Restesystem. Was macht ihr da? Warum habt ihr so ein Restesystem? Und. Man kann auch andere Welten sehen von der Ferne und das macht etwa diese Welt so lebendig. Und das kann ich einfach nur bis zum Himmel loben. Und auch war Sunshine das erste und einzige Mario-Spiel, was wirklich etwa versucht hat, mehr mit Voice-Acting zu machen. Wir haben nicht nur ein paar Lines von Salt Mirzini und den ganzen Voice-Cast, nein, man wollte mal wirklich richtiges Voice-Acting da reinbauen. Und meine Güte, es ist eher nicht so gut gelungen. Ich hätte es zwar, dass es etwa für Voice-Acting gepusht hat und ironischerweise ist Voice-Acting in der Mario-Welt etwa eine große Sache. Ich meine, es haut euch die ganze Kontroverse mit Chris Pratt über diesen Film an und es ist ein ganz anderes Rabbit Hole, aber das hat definitiv nicht gut funktioniert. Das Directing beim Voice Acting in diesem Game war definitiv sehr, sehr schwach. Warum es so schwach sein könnte, kommen wir natürlich etwa in einen späteren Punkt dieses Videos. Aber natürlich fällt ein Game mit einer großen Sache, das Gameplay. Und das Gameplay ist ein großes Streitthema bezüglich Sunshine. Denn man kann mal definitiv merken, dass dieses Part bzw. dieser Aspekt von Sunshine ein paar Cuts gekriegt hat. So stand mal etwa unter Zeitdruck, wie auch Miyamoto später etwa confirmed hat. Und es wurde etwas gerust. Und das kann man definitiv an vielen Aspekten manchmal merken. So haben wir zwar natürlich etwa ein Hauptthema mit Wasser. Und natürlich kann es etwa monoton sein, aber ich muss etwa persönlich zugeben, ich mag etwa, wie man das mit Wasser etwa hingekriegt hat. Man hat mal wirklich kreative Missionen daraus geholt, obwohl es ein sehr monotones Thema ist. Natürlich kann ich etwa jeden verstehen, der sich mehr etwa Themen gewünscht hätte und nicht etwa sowas Monotones hätte, aber persönlich habe ich eher weniger dagegen. Die Missionen machen Spaß und sind auch etwa sehr verdammt kreativ. Auch etwa die Settings bzw. die Aspekte dieser Welt kann etwa sehr kreativ sein und manche können eher mehr, warum bist du da? Warum bist du visuell so einfach nur? Da kann man wirklich ein großes Fragezeichen hintersetzen, wieso manche Dinge gemacht worden ist. Und natürlich wissen wir, Zeitdruck, aber ohne das zu wissen, könnte man sich wirklich fragen, warum manche Welten so visuell aussehen, wie sie eben aussehen. Genauso muss ich etwa sagen, Sunshine fühlt sich in manchen Punkten sehr gestretched an. Was meine ich damit? Ich liebe zwar Sunshine, nicht nur wegen Nostalgie, sondern weil ich auch wirklich denke, dass etwa dieses Game ein wirklich fantastisches Game einfach nur ist. Aber zum Beispiel die blauen Collectibles, also die blauen Münzen, fühlen sich sehr an wie ein Afterthought. Also würde man das Spiel irgendwie strecken wollen, um etwa eine längere Laufzeit gehabt zu haben. Und man merkt mal, man hatte mal nicht wirklich viel Zeit in der Entwicklung und das wirkt manchmal sehr random. Spritzt etwa den Mond ab und dann kriegst du etwa eine blaue Münze. Spritzt etwa diesen Bus ab und dann kriegst du eine blaue Münze. Spritzt irgendwas ab, dann kriegst du eine blaue Münze. Und auch das Problem ist, entweder könntest du etwa linear etwa die Mission erfolgen, bzw. verfolgen, oder eben etwa nach den Collectibles und diese Welt erkunden. Und natürlich lädt diese wundervolle Welt mit diesem wundervollen Urlaubsfeeling ein zum Erkunden. Aber mit den Collectibles ist es halt die Sache, du wirst vermutlich etwa die meisten erst nach sehr langer Zeit überhaupt finden. Und da sind etwa die Missionen etwa zu
zu befolgen, doch eher mehr besser. Da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass dieses Game ein bisschen mehr Freiraum etwa eingelassen hätte, wie zum Beispiel 64 oder. Denn dieses Game kann auch sehr linear sein. Und natürlich, ich habe jetzt nicht etwa so ein großes Problem mit dieser Linearität, aber man merkt mal schon, dass es etwas Mario-untypisch ist. Immerhin hatte kein anderes Mario so eine Linearität wie dieses hier. Aber zum Gameplay als solches, wo man die Techniken hat, muss ich sagen, ich kann die Kritik definitiv verstehen. Ich kann definitiv sehen, wo man etwa sich wirklich etwa denken, da bin ich wirklich kein großer Fan. Persönlich für mich, ich mag das Gameplay wirklich sehr. Was ich zu kritisieren habe, da fehlt ein gewisser Pfiff. Was meine ich damit? Man kann mal definitiv merken, dass man etwa ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, um das etwa zu verfeinern. Generell, wie schon im Video mal erwähnt, denke ich wirklich, dass ein Remake diesem Game wirklich etwa sehr gut zugutekommen kann. Man kann mal Dinge dann optimieren, Dinge verfeinern, die etwa wirklich nicht im Original funktioniert hat, aber dann viele Dinge etwa beibehalten, die wirklich gut waren. Sunshine hat wirklich verdammt grandiose Ideen. Es hat paar wirklich wichtige Dinge eingeführt, es hat paar neue Dinge versucht und ich denke wirklich, wenn man diesen Zeitdruck nicht gehabt hätte, wenn man es ein bisschen mehr Zeit gelassen hätte, hätte man wirklich vieles herausholen könnte. So ist das Voice Acting definitiv keine schlechte Idee und hätte bestimmt anderen Mario Games, die danach kämen, schon sehr viel Charme gegeben. Ich kann definitiv verstehen, warum er das etwa niemals wieder versucht hätte, aber ich finde es irgendwie schade. Es hat halt wirklich verdammt gute Ideen, aber manche brauchen etwas mehr Verfeinerung. Wie schon erwähnt, ich habe große Nostalgie zu diesem Game und in manchen Punkten, muss ich zugeben, kann ich etwas von meiner Nostalgie geblendet sein. Ich sehe definitiv Kritikpunkte. Ich sehe definitiv, dass dieses Game schon ein paar größere Fehler hat, die wirklich Spiele abschrecken könnte. Ich seh's. Aber meine fucking Güte. Der Softspot für Sunshine wird immer bleiben. Und ich hoffe, ich konnte euch irgendwie das Game wirklich mal schmackhaft reden und euch wenigstens überzeugen, das Game nochmal eine Chance zu geben. Eventuell werdet ihr euren Gefallen an irgendeinem Aspekt finden. Sei es nun das Setting, sei es nun ein paar Ideen, die zwar nicht gut funktioniert haben, aber keine schlechten Ideen per se waren. Das Gameplay oder auch paar der kreativen Missionen oder. Sunshine ist bei weitem kein perfektes Mario-Game, aber ein sehr charmantes und sehr erinnernswertes. Und manchmal ist das doch nicht das allerschlimmste Fate, was ein Game haben kann. Doch jetzt seid ihr dran. Was ist eure Meinung zu Super Mario Sunshine? Wie würdet ihr das in den ganzen 3D-Marios ranken? Was ist euer Lieblings-3D-Mario? Für mich wäre das persönlich etwa Galaxy immer noch, weil meine Güte hat Galaxy eine fantastische Atmosphäre. Schreibt das doch gerne in die Kommentare. Und bis dahin, wir sehen uns, bzw. hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder so ähnlich. Bye!